Wir kommen zur 88. Folge vom Work-Life-Balance Podcast. Ihr merkt schon, erstens, wir haben einen Gast und zweitens machen wir es heute mal auf Hochdeutsch. Das hat mehrere Gründe. Das hat mehrere Gründe. Einerseits wollen wir die Reichweite mal ein bisschen vergrößern oder versuchen zu vergrößern, damit wir auch unsere deutschen und österreichischen Kolleginnen und Kollegen erreichen. Andererseits möchten wir mal versuchen, den Podcast mit Gen AI zu übersetzen auf Englisch. Und ich glaube, da hilft es, wenn wir das auf Hochdeutsch machen. Und wie ihr gemerkt habt, Mark Weibel ersetzt heute Sandro. Mark lehrt an der ZHW. Er ist Dozent für Statistik und quantitative Methoden im Bereich Data Science. Hat sehr, sehr viel zu tun mit Programmieren, Portfolio und Risikomanagement. Davor war er CIO, also Chief Investment Officer und Partner bei Eniso, auch Head of Investment Solutions. Hatte dort also sehr viel zu tun mit Rule-Based Investmentstrategien. Und daneben ist er noch Founder und Owner seiner Firma Quansulting. Herzlich willkommen, Mark. Vielen Dank für die Einladung. Du hast einen dritten Grund vergessen mit der Sprache. Mein Schweizerdeutsch ist so lala. Ja. Der Akzent ist schon schlimm genug für Jenny. Wir werden sehen. Die künstliche Intelligenz, die wird natürlich erkennen, dass wir Schweizer sind, die versuchen Hochdeutsch zu sprechen, aber wir haben das auch schon mal mit Mundart getestet und das hat doch relativ gut funktioniert. Okay. Ja, also ich habe gesehen, wo du überall tätig warst. Wir treffen uns oder wir sehen uns ja heute zum ersten Mal und es war ja eindrücklich, eben sehr viel hat da auch mit Zahlen, mit quantitativen Methoden zu tun. Risikomanagement, da liegt es für mich auf der Hand auch ein bisschen zu erfahren, wo denn die Leidenschaft für die Zahlenarbeit bei dir herkommt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme eigentlich nicht von der Mathematik oder Physik. Ich habe so VWL studiert und habe meinen ersten Kurs an der Uni Neu-Isenburg im Finance genommen. Aber sehr gelitten, muss ich sagen. Aber das hat diese Leidenschaft geweckt, weil ich kann mich mit Finanz überhaupt nicht aus. Mit Zahlen schon wegen dem Gymnasium in Ökonomie. Also eher mit Accounting, also Buchhaltung. Habe ich eben diese Neugier nach Finanz, nach Mathematik und ich habe mich ausgebildet im Bereich Quantitative Finance in Genf und später im Verlauf der Laufbahn an der ZHW habe ich promoviert, da in Mathematik. Also der Sprung von VWL zur Mathematik war relativ schwierig. Aber dafür habe ich so eine gute Palette von Sachen gesehen, die für meinen Alltag natürlich nützlich sind. Und ihr habt euch kennengelernt? Ja, Jan war in einem anderen Team, in einer anderen Abteilung, wo ich jetzt arbeite. Ich war damals an der School of Engineering und wir haben im Rahmen von 2 Projekten, wenn ich mich nicht täusche, zusammengearbeitet. Und wie hast du Jan dort so wahrgenommen? Ein sehr netter Kollege. Einer musste die Zeit aufschreiben und der andere musste arbeiten, oder? Und jetzt kannst du dir vorstellen, wer was gemacht hat. Okay. So kann man auch zusammenfassen, genau. Aber Jan hat die Zeit korrekt aufgeschrieben, hoffe ich, ja. Ich habe nichts auszusetzen, das war alles korrekt. Okay. Genau. Wir möchten ja eben heute das Thema Risikomanagement ein bisschen beleuchten, ein bisschen näher darauf eingehen, auch weil jetzt Leute, die sich dafür ein bisschen für Investitionen interessieren oder mal ein Depot eröffnen, vielleicht einen ersten ETF kaufen, für die ist nachher das nachgelagerte Risikomanagement wahrscheinlich weit weg. Wir beschäftigen uns mehrheitlich lieber mit Ferien buchen und Hotel auswählen, als jetzt das geeignete Risikomanagement für unsere Finanzanlagen
zu bewerkstelligen oder herauszufinden, was am besten für uns passt. Da würde mich ein bisschen interessieren, ja, wenn man von Risikomanagement hört, dann haben die meisten Leute schon das Gefühl, das sind Excel-Tabellen, das sind quantitative Methoden, eben, ich habe vorher Statistikprogramme erwähnt, das sind ganze Teams, die sich darum kümmern. Wir möchten ein bisschen beleuchten, wie kann ich das vielleicht ein bisschen Low-Level, aber wie kann das ein Private in seinem privaten Portfolio umsetzen? Ist das überhaupt möglich? Ist es nötig, so weit zu gehen, so detailliert und sich mit dann halt auch mit dem Thema so stark zu beschäftigen? Und als erstes würde mich interessieren, reicht es überhaupt schon, oder brauche ich überhaupt ein Risikomanagement, wenn ich ein diversifiziertes Portfolio habe? Ja, du hast das Thema Ferien erwähnt. Ich bin eher sehr der Pechvogel in den Ferien. Das heißt, ich habe auch in den Ferien einen Plan B, falls etwas schief läuft. Ich denke, das Gleiche soll auch gelten fürs Risikomanagement, wenn man investiert. Es muss nicht sehr kompliziert sein, aber das ist auch etwas, ich denke, dass wir haben eine gewisse subjektive Vorstellung, wie risikoavers oder risikoreich wir als Person sind, weil wir kennen uns ja. Aber meistens, wenn es um Geld geht, dann lernt man schnell bei der ersten Investition oder beim ersten Rückfall, dass unsere Risikotoleranz nicht so ist, wie man denkt. Das habe ich auch selber erfahren. Und am Anfang, man denkt immer, also das ist diese Diskrepanz zwischen, wenn ich ein bisschen gewinne, denke ich, sehr gut, ich nehme den Gewinn mit und verkaufe meine Position. Und wenn es schief läuft, denkt man, okay, das wird schon gut kommen und man wartet. Und irgendwann ist vielleicht das Depot nicht wertlos, aber Richtung Null. Das habe ich mehrmals erlebt. Und ich denke, das ist wichtig, so kleine Mechanismen zu haben. Also wenn einer sich mit Excel auskennt, natürlich kann er das ein bisschen ausführlicher machen. Aber für den einen, also den normalen Anleger, muss man einfach auch von Anfang an gewisse Grenzen definieren. Wann ziehen wir den Stecker weg? Oder wann sollten wir eine Position reduzieren? Und das sollte man sich wirklich überlegen, bevor wir investieren, als wenn die Panik kommt wegen wenn Trump etwas sagt oder macht, die Volatilität erhöht, dass man sich nicht da zu diesem Zeitpunkt normalerweise falsch entscheidet. Aber wenn wir das überlegt haben im Vorfeld, das hilft, also eine gewisse Systematik zu haben beim Investieren. Das heißt ja auch, diese Events, die werden immer wieder passieren, diese Drawdowns werden immer wieder kommen und man hat ja teilweise auch ein bisschen die Illusion als privater Anleger, dass man in das Spiel einsteigt und dann das Gefühl hat, wenn es dann korrigiert, dann kann ich schon noch rechtzeitig reagieren und kann meine Positionen dann noch rechtzeitig managen, was natürlich in der Regel nicht mehr möglich ist. Also wir haben es jetzt im April gesehen, diese Marktverwerfungen, wenn sie dann stattfinden, dann finden sie sehr plötzlich statt und es geht dann sehr schnell. Ist es einfach auch aus mentaler Sicht ein Argument aus deiner Sicht, dass man sich grundsätzlich schon so aufstellt, dass man diese Bewegungen auch ein bisschen schon erwartet. Die werden sowieso kommen. Ja. Ich muss sie einfach aushalten können, wenn sie kommen. Also ich kann gar nicht reagieren, ich muss mich einfach vorbereiten mit meiner Allokation. Also es ist sowieso ein schwieriges Thema. Das habe ich auch oft erlebt mit Privatinvestoren. So wir haben wie sagt man denn, eine Standortbestimmung gemacht. Und die Person war bereit, ja, okay, ich kann zu 15% Verlust maximal tolerieren, das ist kein Problem. Und das war auch wegen dem Vermögen der Person auch rechtfertigt. Aber dann kam man die erste Krise, also den Rückfall, dann kommt eben diese 5%, die Person wird schon nervös und man muss eben Ruhe bewahren. Bei 10% sehr, sehr nervös und
knapp über 10% hat er den Stecker weggezogen. Und das war natürlich die falsche Entscheidung, weil später sind die Märkte wieder gestiegen. Und ja, ich denke, dass diese Krisen, man weiß zwar, dass sie da kommen, aber in welchem Ausmaß oder wie lange das dauert, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn wir wissen, okay, 10% kann ich aushalten, ich kann mit dem nachts schlafen, dann ist das gut. Und man muss sich daran halten, das ist nicht einfach. Aber wenn es eben über 10% geht, sollte man die Position zumachen oder zumindest reduzieren. Aber es ist einfacher gesagt als getan, leider. Ich habe das so zu oft erlebt. Ist das denn auch so eine Faustregel, diese 10%? Also ist Nein. das auch, zerstört das einfach auch nicht zu viel Kapital, dass man das auch wieder aufholen kann? Das ist ja auch immer ein Thema, oder? Wenn ich mal 60% meines Einsatzes zerstört habe, dann kann ich ja das praktisch, es ist einfach sehr schwer, das wieder aufzuholen, oder? Dass man einfach sagt, ja, oder ist das sehr individuell, dass man das so definiert? Ja, also das war nur ein Beispiel. Das ist sehr individuell und natürlich, das hängt auch davon ab, lebt man von unserem Depot oder zum Teil oder ist das nur einfach angespartes Kapital, das man nicht braucht, bis wir pensioniert sind oder ich brauche das Kapital in 5 Jahre. Das hängt auch also das hat auch einen Einfluss auf die Strategie nachher. Nicht nur aufs Risikomanagement, aber auf die Strategie. Also also da kommt der Quant im Spiel, ich kann nicht anders. Da muss man schon von Person und Person je nach Situation unterscheiden und einfach nicht pauschal sagen, ja, 10% sollte für jede Person gelten. Weil, wie ich schon sagte, das ist auch sehr, sehr individuell, wie man reagiert. Also ich hatte eine Kundin, die war schon mit 2-3% im Minus über die Woche, die konnte nicht mehr schlafen. Wie sieht es bei dir aus, Markus? Also in unserem Portfolio, WLP-Portfolio, gab es bis jetzt noch keine großen Drawdowns, aber du hast ja auch eine Historie. Ja. In der Vergangenheit gab es ja doch den einen oder anderen Rückschlag, auch bei dir. Also ich sag mal so, und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, wie kann das sein? Nein, rein psychologisch, wenn man schon so lange investiert ist und in der glücklichen Situation ist, dass man auch schon unrealisierte Gewinne angehäuft hat, oder solange man in den Gewinnen Volatilität hat, ist das in der Wahrnehmung etwas völlig anderes, als wenn ich in den Verlusten Volatilität habe. Natürlich nervt es ein bisschen, wenn man von einer Position, wo man hohe Gewinne hat, Gewinne abgeben muss. Aber es ist wie okay, es ist besser vertragbar, als wenn man in einer Negativposition, also es macht jetzt rational nicht so viel Sinn, das weiß ich schon, aber es ist halt einfach psychologisch, finde ich, ist das ein Aspekt. Und teilweise in diesen Positionen mit sehr großen Schwankungen, also eine Apple, eine Nvidia, wenn die im Positiven schwankt im Portfolio, dann ist das gar nicht so wild jetzt für mich persönlich, kann ich das aushalten. Also das ist für mich der eine Aspekt, mehr der technische, und der andere ist, solange ich sehe, dass das operative Geschäft Fortschritte macht und in die richtige Richtung zeigt und ich das Geld nicht benötige, kann ich den Schwankungen zum Glück relativ gelassen entgegenblicken. Das glaube ich, das hilft sicher auch, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Investment Case auch weiter funktioniert. Wie ist es denn bei dir, Jan, mit Vola? Da müssen wir einen eigenen Podcast mal machen. Ich habe da einige, die sehr, sehr gut performen und andere, da habe ich schon Anekdoten aus der Lehrzeit, aus meiner Banklehre. Da habe ich schon Totalverluste eingefahren. Da haben wahrscheinlich die einen oder die anderen noch gar nicht investiert. Das gehört halt auch ein bisschen dazu. Ich glaube, eben Marc hat das gut erwähnt oder vorher gut gesagt. Das ist Geld, das ich auch verlieren kann. Das tut mir, also klar tut's weh, aber es ist nicht bedrohlich und das können auch nicht alle. Das ist sicher eine komfortable Situation und eine Situation,
die man sich für sich selbst abschätzen oder einfach auch definieren muss, wie viel kann ich oder will ich verlieren oder vor allem auch kann ich verlieren, damit es auch noch Ende Monat reicht. Die Umsetzung, oder ich find den Gedanken noch spannend, dass man sagt, okay, ich möchte maximal so viel verlieren, aber die Umsetzung, ich habe einfach für mich festgestellt, Stop-Loss funktionieren bei mir nicht gut, weil die werden immer ausgelöst und dann dreht es wieder. Wie implementiert man das denn richtig bei einem Portfolio? Man muss ja mit Stops arbeiten, oder irgendwo. Wenn man das nicht mechanisch umsetzt, letztlich dann in der Situation drin die Emotionen wieder Überhand nehmen, dann verkaufe ich unter Umständen ja nicht, oder? Also ich muss ja irgendwie das mechanisch auch umsetzen. Wie gehst du das an, diese Herausforderung? Okay, also vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich unterscheide hier, wenn wir Daytrading machen, so wenn wir wirklich so ein bisschen so nicht zocken, aber sehr so handeln mit Tagesgeschäfte oder zweitägiges Geschäft. Ich unterscheide das zum realen Portfolio, wenn wir langfristig oder mittelfristig investieren, weil ich habe auch diese Erfahrung gemacht mit Daytrading, wo diese Stop-Loss immer ausgelöst werden. Aber ich habe versucht, dass dieses Stop-Loss natürlich nicht zu streng zu machen, weil sonst diese Rückschläge über den Tag, die kommen immer wieder. Als vielleicht die Position anstatt zwei ETF oder zwei Kontrakte, wenn man mit Futures oder sowas investiert, könnte man die Position auf ein Kontrakt oder so reduzieren und dann die Stop-Loss ein bisschen größer machen. Oder wenn die Kontraktgröße zu groß ist, sollte man vielleicht nicht investieren, wenn man dieses Stop-Loss, also sollte man ein anderes Produkt finden, wenn wir dieses Stop-Loss nicht ein bisschen großzügiger gestalten können. Aber ich mache das nichts anders. Also ich habe immer dieses Stop-Loss drin und ich ziehe das wirklich konsequent durch. Das ist nicht so, dass über den Tag ich denke, oh, jetzt die Märkte gehen hoch, ich nehme das weg. Also es wird immer so gemacht. Ich versuche sogar auch, wenn die Märkte steigen, dass mein Stop-Loss noch nach oben angepasst wird. Nicht, dass ich sage am Ende des Tages, oh schade, hätte ich um 2 Uhr verkauft, hätte ich so viel gewonnen und jetzt bin ich 2% im Minus. Also dass wir zumindest einen Teil des Gewinns mitnehmen können. Mhm. Und das ist jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt zum Beispiel auf einem DAX-ETF oder auf was für einem Instrument ist jetzt das zum Beispiel? Also von meiner Seite, ich investiere viel mit Futures, so das heißt mit Hebeleffekt im Hintergrund. Das könnten auch diese CFDs sein. Das sind diese Contract for Difference, wo man auf beiden Seiten auf steigende und unsinkende Kurse wetten kann. Und mit dem kann man dieses Stop-Loss, so ein Trailing Stop-Loss nennt man das. Das heißt, es wird, wenn der Markt steigt, wird das Stop-Loss nach oben angepasst. Ich weiß nicht, mit welcher Plattform ihr arbeitet, aber ich habe gute Erfahrungen mit Interactive Brokers. Die Trading-Kosten sind nicht so hoch und die Plattform ist auch für Privatanleger sehr, sehr gut gemacht. Nicht Komplexität, aber von der Flexibilität, die normalerweise der professionellen, also institutionellen Investoren reserviert ist. Man kann davon profitieren, sprich diese Stop-Loss, die sind nicht nur einfach so ein Preis, fixe Stop-Losses, ja. dass man das automatisch anpassen kann. Aber wenn man eher mit ETF auf, ich weiß nicht so, auf ein S&P 500 und hat man noch ein Bond-Produkt drin, müsste man vielleicht nicht direkt so mit festen Stop-Loss arbeiten, sondern regelmäßig das Depot überprüfen. Und klar, es kann sein, dass man gesagt hat, ja, 10% ist meine Toleranz und Ende der Woche, wir sehen auf dem Depot, okay, wir sind bei -11, dann sollte man trotzdem hier reagieren, wenn wir diese Risikotoleranz nicht haben. Aber das ist sehr, sehr schwierig, ja, das
umzusetzen und dass die Kunden das verstehen auch, dass sie ihre eigene Psychologie ist oder ihre Wahrnehmung, wie sie reagieren würden, ist ganz anders, als wenn das passiert. Man merkt, dass die Person ganz anders tickt. Deswegen sage ich immer im Vorfeld, wie klare Regeln definieren und sich dran halten. Das ist überhaupt nicht so einfach. Aber das sich daran zu halten, oder ist nicht so einfach? Ja. Das ist natürlich, ja, also das ist natürlich der Punkt, oder? Letztendlich wäre es ja sinnvoll, dass man möglichst viel automatisieren kann. Und da gibt es ja auch eben so diese Bewegung, die sagt, ich kaufe einfach den MSCI World und mache Dollar Cost Average. Also ich kaufe einfach jeden Monat etwas dazu und ich lasse das völlig automatisiert laufen. Und wenn es mal runtergeht, dann kaufe ich auch. Und wenn es mal hoch ist, kaufe ich auch. Ich kaufe einfach nur dieses eine Produkt. Hast du da eine Meinung dazu, wie sinnvoll das so eine ganz simple Strategie für jemanden ist, der jetzt einfach gar keine Zeit da investieren möchte, das einfach laufen lassen möchte? Das ist eigentlich, es tönt sehr trivial am Anfang, also für ein Quant, man denkt ja, okay, was ist das überhaupt eine Strategie? Aber es ist in der Tat eine relativ gute, wenn man nicht so viel vielleicht auch Wissen, so Finanzwissen hat oder viel Zeit, die Märkte zu verfolgen und dann rechtzeitig zu reagieren. Ich finde das nicht so schlecht, dass man mit so ein bisschen so ein Mix aus. Du hast das MSCI World erwähnt, kann ein anderes Produkt sein und eine Cash-Reserve, wo dass man nach einer Krise oder während der Krise, dass man nachkauft. Das verringert einfach den durchschnittlichen Kaufpreis von diesem MSCI World Produkt. Und es gibt Phasen, das läuft relativ gut, ist fast unmöglich, diese einfache Strategie zu schlagen. Und natürlich, es gibt andere Phasen, wo ein besseres Risikomanagement, ein besseres Resultat erzielt hätte. Aber ich denke, für Personen, die nicht so viel Zeit haben, es ist gar keine schlechte Strategie. Wie beurteilst du denn jetzt diese Konzentration in diesem MSCI World, also aus Quant-Sicht? Ist das einfach die Weltrealität, die man dann abbildet? Oder, weil es ist ja nicht MSCI World, es ist ja MSCI America am Ende des Tages. Das Problem ist so, das hat sich drastisch verändert über die Jahre. Ja? Also vor 20 Jahren, das war noch, das hat die Weltstruktur, würde ich sagen, so noch relativ gut repräsentiert mit der Schwerpunkt klar Amerika, aber auch eine Repräsentation von Europa und so weiter. Aber wie du richtig sagst, heutzutage, das ist mehr so, wir schauen aufs Produkt, wir denken diversifiziert, wir gehen eine Stufe tiefer und sehen, okay, 70% ist USA. Und innerhalb des USA, wir merken, dass vielleicht 7 Aktien denn das Produkt das bewegen, also ausmachen. Und deswegen sage ich nicht unbedingt, also es war mehr so die Idee, Cash und Anlageprodukt. Ich würde nicht unbedingt empfehlen, nur auf MSCI World zu setzen. Ich habe das auch immer so gemacht mit Privatkunden. Man braucht auch nicht, es ist selbst als Quant, man braucht so ein gewisses, ein Trade-off zwischen Erklärbarkeit und im Hintergrund diese Quant-Sachen. Aber wir haben immer so mit Szenarien gearbeitet, dass die Personen sich bewusst sind, dass klar, die Märkte sind vielleicht 2, 3 Jahre oder 20 Jahre auch hochgegangen oder die Zinsen waren immer tief. Und dass man auch dieser Fall berücksichtigt, vor allem für langfristige Strategie, dass die Märkte auch korrigieren können, dass die Zinsen plötzlich steigen können. Und das hilft auch für die Gestaltung der Anlagestrategie. Also das heißt nicht, dass ich unbedingt sagen würde, ja, investiert alles im MSCI World. Überhaupt nicht. Ja. Du hast noch diese Cash-Quote erwähnt. Also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, okay, ich sage jetzt nicht nur den MSCI World, sondern ich habe vielleicht 3 ETFs, die dann doch ein bisschen ein diversifiziertes Bild geben. Und dann sage ich mir, okay, ich investiere, sage jetzt einfach mal einen Betrag, 500 Franken im Monat in diese 3 ETFs. Oder sage ich einfach, ich habe 500 Franken im Monat zur Verfügung und
wie viel investiere ich dann jetzt in einem Aufwärtstrend? Und da können wir uns fragen, wann befinden wir uns in einem Aufwärtstrend und wann eher in einem Abwärtstrend? Weil, so wie ich dich verstanden habe, wäre es ja dann eigentlich gut, wenn man in einem Abwärtstrend ein bisschen mehr zukaufen würde und dann vielleicht in einem Aufwärtstrend das laufen lässt, aber dann vielleicht auch die Cashquote dementsprechend wieder ein bisschen auffüllt, damit man dann wieder ein bisschen Firepower hat, um eben jetzt dann am Rückgang, wie wir ihn jetzt zum Beispiel im April gesehen haben, dann auch wieder etwas zuzukaufen. Ich finde das noch schwierig, da gewisse Regeln also jetzt für mich persönlich jetzt gerade so aus dem Bauch heraus wüsste ich jetzt nicht genau, wie ich das umsetzen würde. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe vielleicht keine, keine richtige Antwort zu dieser Frage. Guter Punkt. Nee, also ich kann auch von mir sprechen, wenn ich sowas investiere. Es ist nicht so, dass ich versuche, unbedingt den Trend nachzugehen. Das heißt, ich habe eine Strategie, die ich vielleicht diversifiziert für verschiedene Anlageprodukte. Und selbst wenn wir uns im Aufwärtstrend befinden, ich versuche nicht unbedingt immer das Produkt, also die Position im Produkt zu erhöhen. Manchmal, es kann auch sein, dass ich eine Zeit lang, vor allem wenn die Märkte seit längerer Zeit steigen, dass ich mal meine Investitionssystematik ein bisschen on hold setze, sodass ich nicht mehr investiere und warte mehr auf einen Rückschlag, um da wieder, wie du sagst, ein bisschen Firepower auf der Seite zu haben, nachzukaufen. Weil ich finde auch sehr interessant manchmal auch in Bezug auf Risikomanagement oder Risikofähigkeit, dass viele Leute finden gewisse Aktien oder fanden gewisse Aktien zu volatil und ja, man sollte diversifizieren und so weiter. Und also dieselben Personen seit der Hype Bitcoin, die haben nichts dagegen, alles in Bitcoin zu investieren und mit 50% Schwankungen den Tag auszuhalten, das ist überhaupt kein Problem. Also das ist auch das zeigt auch ein bisschen die Psychologie, aber man will unbedingt nicht den Zug verpassen, wenn die Kryptowelt wieder steigt. Aber ich bin auch in diesem Bereich eher dafür, dass ich nicht unbedingt eine Aufholjagd starten will. Ich warte eher so auf einen Rückschlag und investiere wieder. Ich habe zum Glück, ich habe das völlig verpasst, zum Beispiel mit dem Bitcoin. Ich habe das, als er bei 30.000 war, lange Zeit stabil, habe ich gekauft, dann gewartet und bin vielleicht auf 70.000, ich weiß nicht mehr genau, ausgestiegen. Gedacht, yeah, sehr gut. Dann ist der schnell auf 105.000 gestiegen und ungefähr. Ich habe den Zug verpasst, okay, aber ich habe nicht versucht nachzujagen. Und dann habe ich auf den Rückschlag gewartet, ist zum Glück gekommen und dann habe ich nachgekauft. Aber das ist sehr, sehr, wieder sehr individuell. Ich weiß nicht, mit Kryptos macht ihr auch so bei jedem Trend mit oder wie macht ihr das? Wir sind da noch ein bisschen im Austausch. Wir haben es eigentlich bei uns in der Asset Allocation haben wir es drin mit 5%. Das ist ja das Schöne, oder? Bei den Kryptoinvestoren, die wachsen ja ganz anders auf, oder? Für die sind ja die Schwankungen in der Aktienwelt sehr langweilig. Ja. Von dem her, der typische Aktieninvestor, der hat wie eine andere Referenz zu dem ganzen Thema. Von dem her muss man sagen, ja, die jetzt nachkommen oder nachrücken, die haben teilweise dann mehr. Die sind entspannter gegenüber diesen Schwankungen als ältere Menschen, die ich kenne, die dann eben schon bei wenigen, die halt aus der Zinswelt kommen auch, oder? Und die dann bei wenigen Prozenten schon nervös werden. Bei diesen jungen Leuten kommt man vielleicht zum Problem, dass sie haben eine hohe Risikofreudigkeit und vielleicht diese Risikotoleranz, also so Fähigkeit, Entschuldigung, ist vielleicht nicht so hoch. Das könnte das Problem sein. Ja, das wird es wahrscheinlich auch, ja. Aber ja, man hat ja auch ein bisschen suggeriert bekommen, dass man sehr schnell sehr viel Geld machen kann mit diesen Dingen und das ist halt schon verlockend. Ich finde das immer noch so faszinierend auch,
eben wie sich so das Kollektiv auch anstecken lässt in guten Zeiten, eben dieses FOMO oder noch darauf, auf den Zug noch aufspringen und dann, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, ist plötzlich alles wieder schlecht. Was ich einfach aus Risikosicht auch für mich persönlich gelernt habe, ist einfach konsequent auch diese Ideen, die nicht funktionieren, dann auch zügig zu eliminieren und auch nicht jeden Gewinn gleich zu realisieren, also auch mal Positionen, die wirklich gut laufen und es braucht ja schon einiges, um diese zu erwischen. Wäre viel nicht wichtig, wenn wir Anlageentscheidungen fällen, die einfach auch mal laufen zu lassen. Ich stelle immer wieder fest, dass man eher Gewinne realisiert und Verluste laufen lässt und das ist halt für mich eher das Risikomanagement dann, was ich für mich definiert habe. Das würde mich jetzt schon noch interessieren, wenn ich jetzt mich entscheide, mit Einzeltiteln zu agieren, oder mir ein Portfolio zusammenzustellen mit Einzelaktien. Was ist denn da aus deiner Sicht eine gute Streuung, eine gute Diversifikation? Man kann es wahrscheinlich zu wenig machen oder man kann es auch übertreiben. Ich weiß einfach, oder ein Warren Buffett, der investiert doch relativ konzentriert, overall, wahrscheinlich für viele zu konzentriert. Was ist gibt es da eine Zahl? 30 Titel. Ja, also Okay. ich denke zwischen, ja, natürlich, das hängt davon ab, in welche Titel du investiert, weil wir haben auch dieses, das habe ich mit vielen Privatkunden, und das finde ich eigentlich nicht so schlecht, dass die Leute gesagt haben, ja, ich will in Aktien investieren, die ich auch kenne oder verstehe. Und das ist auch etwas, das ich versuche, wenn ich vor allem beim Daytrading, ich investiere nur in Anlageprodukte, die ich verstehe. Die Ausnahme ist vielleicht Bitcoin, aber das mache ich nicht für Daytrading, das ist mehr für langfristiges, weil man kann, also ehrlich gesagt, ich kann nicht behaupten, dass ich die ganze Systematik dahinter oder den ganzen Prozess richtig verstehe. Da bin ich extrem entspannt, wenn du das sagst. Da bin ich froh, dass du da ehrlich bist, auch mit uns. Ja, ich muss sagen, ja, das ist so. Es gab die AI-Welt, die ganze AI-Algorithmen und auf der akademischen Seite, wir haben uns dann natürlich auseinandergesetzt mit diesem Thema. Dann kam auch diese DeFi, also die Decentralized Finance Welt. Und man hat nicht die Fähigkeit oder zeitlich das Ganze abzudecken. Und ich habe mich eher so auf AI konzentriert, auch mit meinen Projekten. Und ich habe dafür gute Kollegen, die sich mit dem Thema DeFi gut auskennen. Aber ich kenne die Grundlagen, aber ich kann nicht sagen, ja, ich habe alles richtig im Detail verstanden. Ich versuche eben nicht Daytrading mit Bitcoin zu machen, weil das ist wirklich so, ja, ich könnte eine Münze werfen und sagen, ich kaufe oder verkaufe. Ich habe keine Systematik. Ich habe auch noch kein Modell fürs Daytrading erstellen können, das wirklich funktioniert mit Bitcoin. Die Stop-Loss werden immer ausgelöst. Gut, da. Genau, du hast mir ja auch schon erzählt, du hast ja auch jetzt im Risikomanagement so ein Erdbebenmodell oder eine Analogie zum zu Erdbebenmodellen, die man ja halt wie auch diese Aktiencrash kann man Erdbeben schlecht vorhersagen, also das ist einfach schlecht vorhersagbar. Wir wollen jetzt da nicht mathematisch ins Detail gehen, das würde diesen Rahmen sicherlich sprengen, aber wir können vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal so einen Podcast darüber machen, je nachdem. Mich würde interessieren, hast du ein Signal gekriegt Ende März oder Anfang März mit den Trump-Zöllen? Hat sich da etwas abgezeichnet? Hat man das sehen kommen, also jetzt einfach mit quantitativen Modellen? Hätte man jetzt das sehen kommen oder war das einfach sehr erratisch und man hätte jetzt einfach nur den Truth Social Account folgen müssen, dann hätte man es ja gesehen. Ja, also dieses Erdbebenmodell, eben wie der Name sagt, beruht auf so gewisse Volatilitätsmaß, also aber nicht unbedingt die Volatilität, die man als im Fachjargon im Finanzbereich kennt. Und manchmal, ich muss ehrlich sagen, ich sehe ein Signal vom Modell kommen und schaue auf die Grafik und denke, okay, wo ist die Instabilität oder die vorausgesagte Volatilität?
Und ich bin schlecht mit Datum oder Daten, nicht mit, nicht mit Daten generell, ne? Sonst wäre ich fehl am Platz an der ZHW. Ja, aber so, am richtigen Datum kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das Modell hat im März relativ gut reagiert, also früh reagiert. Auch grafisch war noch nicht so ersichtlich. Und ist dafür aber, also für den Wiedereinstiegpunkt, ein bisschen zu früh eingestiegen, aber allgemein war es gut. Und was hat auch sehr gut funktioniert in letzter Zeit, vielleicht so als Teaser für die nächsten Tage. Ich hatte so ein Signal in den letzten Wochen, ein Verkaufssignal, als die Märkte, also bevor die Märkte wirklich so diese Abgaben von 2-3% pro Tag, je nachdem, erlitten haben. Und ist wieder, wann war das? Freitag vor einer Woche, also ja, wieder eingestiegen. Das hat vor einer Woche, 2 Wochen jetzt, ist wieder eingestiegen. Und jetzt, zum Zeitpunkt gestern, war so ein Signal, dass es sich etwas anbahnt. Man weiß nicht, ob das Signal bestätigt wird oder nicht. Aber der hat eben diesen Rebound gut gecatcht. Aber jetzt zeigt er gewisse Schwächenzeichen. Das ist manchmal sehr, sehr spannend. Also ich habe das Modell, ich versuche immer, wenn ich zu einer Konferenz gehe, ein Thema, also ein Thema zu besuchen, das mit Finanz gar nichts zu tun hat, um vielleicht Ideen zu haben. Und das ist vielleicht ein Thema für weitere Podcasts. Ich habe 2 Modelle, die bei mir laufen. Ein hat 2 Signale, eher so mittelfristig und langfristig, und das andere ist das Erdbebenmodell. Und das erste Modell ist eher so auf Planktonforschung, ist der Ursprung vom Modell. Aber also vielleicht um das kurz zu erwähnen, die Idee von diesem Plankton-Modell, ich habe das Paper gesehen, dass ich kenne mich mit Plankton überhaupt nicht aus, bewegt sich normalerweise sehr erratisch, wie die Märkte eigentlich, daher den Verknüpfpunkt mit Finanz. Und dann manchmal gibt's da gewisse Trends, wenn man will, so, die gehen zusammen in die gleiche Richtung. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig für die Fischerindustrie, deswegen wurde das auch mit quantitativen Methoden untersucht. Und ich habe, als ich das Paper gelesen habe, ich habe gedacht, ja, das sind typisch die Investoren. Also manchmal das bewegt sich erratisch, aber dann gehen alle auf den gleichen Zug und dann das formt so ein Trend nach oben oder nach unten. Und ich habe versucht, mit anderen Parametern natürlich das Modell auf Finanzmärkte zu kalibrieren. Funktioniert auch relativ gut. Und da wieder auf Thema Risikomanagement und Diversifikation. Ich versuche in der Allokation nicht nur auf ein Modell zu setzen, sondern auf 3 Modelle in diesem Fall, die sehr komplementär sind. Ist jetzt das Modell, für welchen Zeitraum ist jetzt das ideal, Also, dieses Modell? Das Erdbebenmodell kann sogar Daytrading sein, also ja, vielleicht nicht Daytrading, aber das kann sich von Woche zu Woche verändern und auch manchmal, wenn es wirklich sehr volatil ist, innerhalb der Woche. Und das Plankton-Modell ist eher, also das Signal mittelfristig ist, sagen wir, ja, ist ein Monat, so 2 Wochen bis ein Monat. Und das andere ist eher so quartalsweise, würde ich sagen. Das rechnet so im Hintergrund und löst dann bei dir ganz praktisch eine E-Mail aus Genau, also mit einem Signal. Genau, also für mich persönlich läuft es so, dass es kurz vor dem Börsenschluss das Ganze rechnet und es schickt mir noch ein Signal, dass ich rechtzeitig handeln kann. Nach dem Closing, je nach Bewegung in den letzten 2-3 Minuten, gibt es noch ein Signal für den nächsten Tag, falls ich das verpasst habe. Ich bin nicht immer so unbedingt vor dem Computer oder in den Ferien schaue ich nicht jedes Mal, sonst kriege ich Ärger mit der Frau. Es ist genau so, dass alles ist programmiert. Ich hatte sogar mit Interactive Brokers eine Zeit lang automatisch das Signal hat sich als Trade noch ausgelöst. Aber jetzt gibt es auch gewisse Restriktionen für Privatinvestoren, was den Zugang oder vor allem, dass die Plattform nicht immer online bleibt. Also die wird immer so geschlossen und das Problem ist lösbar, klar, aber ich habe das noch nicht die Zeit gefunden, um das zu lösen.
Ja, spannend. Ja. Wir verlinken das Plankton-Paper nachher in den Shownotes für all die Nerds, die das gerne auch umsetzen möchten. Hm. Und Jan, hast du gemerkt, oder? Wir müssen die Cash-Quote in unserem Portfolio, die müssen wir jetzt noch ein bisschen hochhalten. Die müssen wir noch ein bisschen hochhalten. Im Moment, andere Sachen, ne? im Moment ein Drittel Cash haben wir im Portfolio. Eher viel für meine Verhältnisse. Ich weiß nicht, für Jans Verhältnisse wahrscheinlich gerade richtig. Oder? Aber das nehmen wir jetzt natürlich mit, oder? Das ist dieses vorsichtige Signal, da müssten wir jetzt noch nicht überschießen. Genau. Gut, ich glaube, mit dem sind wir am Ende unserer ersten Folge in Hochdeutsch. Vielen Dank, Marc, und ich hoffe, du besuchst uns wieder mal. Sicher Sehr gerne. wenn wir mal einen Deep Dive machen für vielleicht eben ein mittelfristigeres Modell oder ein längerfristiges Modell. Vielleicht kann man da auch dann können wir selber etwas programmieren oder umsetzen, auch für das im Rahmen des WLT-Portfolios. Bis dahin wünsche ich allen, die zugehört haben, die zuhören, noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.